Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Schalldämpfer auf der Jagd sind klasse. Und heute haben wir dafür das Cover von Kyler Gear. Schalldämpfer sind in Deutschland auf der Jagd mittlerweile fast überall erlaubt und das ist gut so. Denn hoffentlich ist die nächste Generation an Jägern nicht mehr mit Gehörschäden belastet. Denn der Schalldämpfer reduziert den Mündungsknall in der Nähe des Schützens, also schützt das Gehör des Schützen, schützt das Gehör der Hunde, obwohl das ja immer eine schöne Ausrede war, warum die Hunde nicht gehört haben. Aber es gibt noch weitere Vorteile eines Schalldämpfers. Der Schalldämpfer erhöht in der Regel die Präzision des Gewehrs. Er reduziert relativ spürbar den Rückstoß und wenn ich bei Dämmerung oder Dunkelheit schieße, sehe ich keinen Mündungsblitz mehr, der mich blenden könnte. Damit kann ich also besser das Zeichen des Wildes erkennen. Das sind alles Vorteile, die ein Schalldämpfer mit sich bringt. Es gibt allerdings auch ein paar Nachteile. Also wenn man jetzt hier einen typischen Aluminium-Schalldämpfer, der vom Hausken der 224 XTM sieht, mit einer Länge von 22,4 cm, dann baut dieser aber nicht komplett über die 22,5 cm auf, sondern nur um 14 cm, weil es ein sogenannter Over-Barrel-Schalldämpfer ist. Also das wäre jetzt die Mündung. Er geht ungefähr 10 cm über die Mündung. Die Mündung ist ungefähr jetzt hier. Also er baut nicht die komplette Länge auf, aber es ist eine Verlängerung des Gewehrs. Und abhängig von der Lauflänge meines Gewehrs habe ich einfach nur mal jetzt einen längeren Knallstock. Und deshalb muss ich mich an ein paar Sachen gewöhnen. Denn ich kann leichter irgendwo hängen bleiben. Im Wald ist es nicht so schlimm, aber in der Kanzel zum Beispiel einmal mit so einem hohlen Klangkörper gegen die Seitenwand der Kanzel gedonnert und schon habe ich die nächsten 2 Stunden Kaffeepause und wahrscheinlich keinen Anblick mehr. Ein weiterer Punkt ist die Wärmeabstrahlung. Ein Schalldämpfer wird nämlich relativ schnell warm. Das liegt an der Physik, wie ein Schalldämpfer funktioniert. Er reduziert die ausströmenden Gase, also die Geschwindigkeit der Gase und dabei wird auch Wärme abgegeben. Und diese Wärme ist natürlich an einem Metallkörper aus Aluminium ganz klar zu spüren. Wir haben bei einem Kaliber 308 oder 3006 nach ungefähr 4 bis 5 Schuss 70 bis 80 Grad an der Oberfläche, an der Außenoberfläche des Schalldämpfers. Man kann zwar noch anfassen, das war nicht so schön, aber das Problem ist eigentlich eher die aufsteigende warme Luft, die dann vor dem Zielfernrohr bzw. sogar vom Rotpunkt Schlieren erzeugt. Und gerade wenn es schnell gehen muss, man gibt mal 5 Schuss mal ab, vielleicht auf der Drückjagd, dann vielleicht sogar das Zielbild so beeinflusst, dass ich nicht mehr ganz klar mein Ziel erkennen kann. Also diese beiden Faktoren, einmal Klangkörper und Wärmeableitung. Und dafür gibt es hier diese schönen Schalldämpferüberzüge. Der hier kommt von der Firma Kyler Gear aus dem Hause MD Textil und ist aus 2 Materialien gefertigt, also aus 2 Oberflächenmaterialien. Wir haben also einmal hier eine Cordura-Oberfläche bedruckt mit einem Tarnmuster, dem Concamo. Das passt natürlich sehr gut hier zu so einer modernen bunten Waffe. Und auf der Rückseite habe ich ein hochwertiges Bergloden. Das würde zum Beispiel sehr gut passen zu einem Gewehr mit dem Holzschaft. Und da ich das Ganze wenden kann, bin ich hier frei, was bei mir auf die Oberseite kommt. Das Ganze wird relativ einfach montiert. Ich wickel das hier ein. Dann habe ich hier so eine Schlaufe, Gummischlaufe und auf der gegenüberliegenden Seite einen Knopf. Das mache ich 3-mal. Und dann ist das Ganze schon fertig montiert. Es gibt 3 Größen, also die Länge, einmal 165, einmal 195 und einmal 235 mm lang. Das ist jetzt der lange mit 235, der steht ein bisschen über bei meinem 224 mm langen Schalldämpfer. Aber das ist super in Ordnung. Und ich habe jetzt keinen Klangkörper mehr. Und ich habe durch diese Schichten, die sind einigermaßen dick, habe ich eine gute Wärmeisolierung nach oben. Das heißt, selbst nach ein paar Schuss, 5, 6 Schuss, habe ich hier nicht die Wärmeschlieren im Zielbild. Man kann dieses Cover aber auch anders verwenden, denn
Das eignet sich auch hervorragend, um den Vorderschaft des Gewehrs zu wickeln. Also ich packe das hier rum, mache das auf der gewohnten Art und Weise fest. Und habe jetzt einen schönen Schutz für den Vorderschaft, weil ich halt auch hier das Ganze ein bisschen abpolstere, also hier nicht beim Auflegen auf die Wandung Klangwelten im Wald erzeuge. Ein Wort nochmal zur Anwendung. Das ist ganz klar ein Cover für einen jagdlich genutzten Schalldämpfer. Jagdlich bezogen auf die Anzahl der Schüsse, die ich durch den Schalldämpfer durchgebe. Jagdlich sind das in der Regel zwischen 1 bis 5 Schuss. Selbst auf einer Drückjagd sind es nicht mehr als 5 Schuss in der Regel. Das bedeutet, die Wärmebelastung für das Cover ist auch überschaubar. Habe ich so etwas, das ist ein Vollstahl-Schalldämpfer der Firma ASE Ultra. Der ist nach Militärstandard gefertigt, das heißt, ich kann den auf dem Halb- oder sogar auf dem Vollautomat verwenden. Ich könnte den sogar glühend heiß schießen, das würde dem Schalldämpfer nichts anhaben. Aber wenn ich damit jetzt zum Beispiel mal 30 Schuss mit dem Halbautomat in schneller Reihenfolge durchschieße, haben wir eine Temperatur zwischen 160 und 180 Grad an der Außenseite gemessen, je nachdem, wo man misst. Ganz klar, für solche Temperaturen ist dieses Cover nicht ausgelegt. Deswegen jagdlicher Schalldämpferüberzug. Im Schießkino auch nicht mehr unbedingt als 10 Schuss am Stück, dann sollte man den Schalldämpfer wieder abkühlen lassen. Ansonsten kann es gut sein, dass der Schalldämpfer, das Material innen drinne Schaden nimmt. Unser Fazit: Tolles Produkt, in Deutschland gefertigt, hochwertige Materialien, kein billiges Cordura, kein Geruch von BASF. Nein, das ist kein Stück aus Fernost geliefert, sondern in Deutschland gefertigt. Hochwertiger Loden, es fühlt sich einfach auch gut an. Der Verschluss, den finden wir richtig super, weil man kann es lautlos zumachen und es geht schnell und es passt sich auch an. Also ob ich jetzt einen 45 mm Durchmesser oder einen 40 mm oder ein paar Toleranzen habe, die bekomme ich hier außen rum. Das ist wirklich eine tolle Sache. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann zahlt mit YouTube-Dollar, einem Like, einem Abo des Kanals. Wenn ihr informiert werden wollt, wenn es weitere Videos auf Epic gibt, dann drückt die Glocke. In diesem Sinne, passt auf euch auf, euer Stefan.